Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass wir von der wieder können, eine Geschichte vertellen, von der möchte ich anspannen, beten. Wir sollen zu Gott beten. Und ich dachte, möchte ich eine Frau, auf die an den Knopf anklicken und subscriben, dass ihr an unserem Kanal dann kommen, auch an den englischen Kanal, dem kann ich auch hier in Eduard Klassen, wenn ihr da nennen, wir würden uns sehr freuen, auch wenn ihr würde für uns beten, dass je würde auch für die Sache beten, dass wir rechte Timers finden, von was wir reden hier, dass wir auch, wenn wir vor dieser Kamera stehen, dass wir Gott worden loben und preisen, dass wir arm worden ihr geben, dass wir hier, wenn wir vor ihnen stehen, dass wir worden auch mutig sein, froh sein, mit ganzem Herzen Gott dienen und der ihr arm geben, unseren Gott, was für unsere Sünde am Kreuz auf Golgatha gestorben ist. Weißt du, wir sollen beten, sagt Gott. Wir sollen immer beten. Wir sind die Mennoniten, nicht so? Wir sitzen am Sonntagmorgen in der Kirche. Und wir glauben Völker, das ist alles, was wir tun brauchen. Uns Gott ist immer recht für uns. Der wacht immer auf uns, dass wir endlich mal ankommen und eine Wort Frau tun, am sagen, wie wir uns feilen tun, und am sagen, was wir möchten mit unserem Leben. Und er sagt, wenn ihr mir wollt, Frau, ich will Ihnen das geben. Aber wie müssen Sie nicht buiten houden? Ich weiß das noch, als ich ein kleiner Junge war. Das erste Mal, als ich mich erinnern kann, dass Gott mein Gebet erhört hat. Ich hatte mir ein paar Slingshot. Das ist nicht die Rede von der Regatta. Ab Deutsch hat das ein Schleuder. Man kostet einen Ball und kostet Scheite damit. Ich hatte meinen Vater sehen, dem hat ich mir geliebt, dass ich gehen ins Bett auf der Yacht, hier im Haus, im Bosch, ein bisschen Fehlscheite. Dann war ich ein kleiner Junge, da wir duipet Gras alle weh. Dann irgendwann hatte ich den Slingshot verloren. Ich wusste das und ich dachte, dass ich sehr April kriegen, wenn ich den Slingshot verloren hatte. Mir war sehr Angst, dass ich den Slingshot nicht finden und dann würde meine Paar sehr doll sein. Als ein kleines Kind, das hat mich, ich weiß nicht, ob mir das wer gesagt hat, dass ich das soll tun. Ich schneide mich da am Gras an. Als ein kleines Kind, dann sagte ich, Gott, wirst du mir den Slingshot wiesen? Und als ich dann gebet hat, dann hat ich das Gras aufmerken, dann lag der Slingshot vor mir. Das war ich nicht vergessen. Weil je wenn es wird, wenn es Gott, dass mir das Gebet antwortet. Und dort wird mir dann sehr klar, dass Gott uns antworten kann. Unsere Bibel ist ganz voll von Beten. Ab so viele Städte steht das geschrieben, dass wir sollen beten. Weet je wat, ik zal en ik ook van een brille op hand hem lezen. So, ik heb me hier met onja wat opgeschreven en daar ik naar Björn lezen. Ik wil met verlezen hier. Dat zegt hier, ik word op Dietsch lezen waren. Wenn jetzt mein Plautdietsch lese, ist mir sehr miserig. Das geht mir lang, weil ich dort nicht angeschrieben habe. Und mir interessiert das, was ich dort lehre, weißt. Das sagt hier, und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, die da gerne stehen und beten in den Schulen und an den Ecken und auf den Gassen, auf dass sie von Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Dat je so eine Menschen, die beten. Die wollen gesehen sein, dass sie beten. Wie hockst du in die Kirche? Du hockst in die Kirche und wirst auch sein, dass der Nova die sitzt, wie viel Geld du dann legst in ein Kleid. Du wirst gesehen sein, dass du in die Kirche gehockt hast am Sonntagmorgen. Du wirst haben, dass Menschen dort sollen sein, dass du auch gebet hast oder was immer du auch getan hast in der Kirche. Weißt du was immer wir tun für Gott, wir sollen das für arm tun. Es ist nicht fein, weil ich das so gemerkt habe, dass wir das für arm tun sollen. Nicht für uns. Gott will, dass euer du am Beten bist, euer du mit am Reden bist, dann weiß er all, was du sagen wirst. Das ist uns Gott. Der weiß unseren Verstand, der kennt dem. Wenn es heute gemerkt hat, euer du und ich was sagen haben, dann weiß er all, was wir sagen wollen. So sollst du mit Gott im Himmel reden. Das sagt Jesus uns. Er sagt, und die Worte, die auch gelehrt haben, vielleicht die das auch bloß auswendig handplappern. Wenn ich verke, wie Menschen sie was, die Jahre, ich habe gesehen, wenn Menschen da beten, am Dash. Segne Vater, diese Speise, unsere Kraft und diesen Preis, Amen. Sind sie vor dich. Komm, Jesus, sei unser Gast und segne uns, was du uns aus Gnaden beschert hast. Amen. Weißt du was? Dort halten wir, wenn wir da bloß was handplappern.
Wanneer we beden zullen, wanneer we beden doen, dan doen we met God reden. En wanneer du het öffentlich met doen eens voor, wanneer du niet goed beden des, dan doe het aber zo dat du met God reden des, de mensen wat er zetten, de horchen die dan toe. Jesus zei, wie zullen ze dit beden? Hij zegt, unser Vater in dem Himmel. Ons Vater im Himmel. Dus dort fängt das Gebet an. Unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt. Die Name soll wir verherrlichen. Nicht Menschen. Gott seine Name soll wir verherrlichen. Was immer wir tun, wir sollen Gott seine Name verherrlichen. Das ist was Gott uns sagt, was wir tun sollen. Dein Reich komme. Gott sein Reich soll nach uns kommen. Wir uns eines der was Jesus uns im Himmel nehmen. Und dann, wo wir in sein Reich sind, da im Himmel, wo wir nicht mehr den Satan haben, da wo wir frei sind. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Jesus, Gott sein Welt soll so passieren auf dieser Welt, so ist es im Himmel dort. Er will uns, dass wir noch am Horchen sollen. Und dort hat er uns hier so ganz klar gemacht, dass wir sollen sie dort mit ihm reden. Vers 11 sagt es so, unser täglich Brot gib uns heute. Gott, der uns doch jeder Tag uns Brot geben. Wir brauchen Brot im Leben, hier bei ihr Leben, das irdische Leben. Da müssen wir Gott noch fragen, da müssen wir nicht gleichgültig nehmen, dass wir das in der Hand. Vers 12 sagt es so, und vergib uns unsere Schuld, wie wir unsere Schuldigen vergeben. Nu wordt het interessant. Nu horcht die doch mal an, was Gott hier sagt. Dit is dat Vater unser. Dat is het Gebet, wat hij ons leren deed. Vers 12, da sagt het zo. Und vergib uns unsere Schuld, der uns unsere Schuld vergeven, zoals wie andere Menschen vergeven doen. En ik heb je al eerder mal gesagt, wenn du einen anderen vergeven hast, dann musst du das vergeven. Jana hat gesagt, ich will die vergeven, aber du tust das bloß noch einmal. Du tust das bloß noch einmal. Nächstes Mal vergebe ich dir das nicht. Jesus sagt, so als du weißt, dass deine Schuld vergeben, so du die andere auch vergeben. Und vergib uns unsere Schuld, so wie wir unseren Schuldigen vergeben. Das, so wie will Gott, dass er am soll unsere Schuld vergeben, kriegt es wie die andere Menschen vergeben. Aber das ist schwer, mein lieber Freund. Sehr schwer. Du, wenn der Mensch mit der Hand trägt, hat er mir Uhren geklappt. Und dann soll ich dem noch vergeben gehen. Das geht mir reinkriegt so. Dann stehen meine Haare gelegt und dann möchte ich mal wel im Moment heulen. Nee, dem soll ich vergeben. Das ist ganz einfach. Gott sagt, prüf mich aus, ich will dir helfen, dort zu vergeben. Dann sagt das Vers 13, und führe uns nicht in Versuchung. Gott help uns, dass wir nicht in Versuchung kommen, dass wir nicht schlechte tun worden. Weil wir Gott eine Frau, dass er uns helfen, dass wir nicht in Versuchung kommen worden. Sondern erlöse uns von dem Übel. Sondern Gott, der uns doch frei machen von diese schlechten Dingen, was wir immer waren tun. Der uns doch frei machen davon. Wir können das nicht tun. Wie möchtest du das für uns das in uns frei machst? Denn dein ist das Reich. Dient ist das Reich hier im Himmel und wo immer. Das gehört alle zu dir. Und die Kraft. Und Gott seine Kraft auch. Und die Herrlichkeit. Gott ist der Herrlichkeit. Er ist mit uns. Er ist herrlich. Er ist wunderbar. In Ewigkeit. In alle Ewigkeit wird uns Gott sehen. Der wird immer da sein. Wenn wir nicht gestorben sind, Gott wird da sein an der anderen Seite. Er wird uns, wenn wir am Leben sind, wird er uns im Himmel bringen. Ist das nicht schmack? Und dann sagt er, Amen. Und Amen bedeutet, es geschehe. Das soll so sein, als ich das gesagt habe. Amen. Okay? So hat Gott uns beten gelehrt. Das hat er uns gesagt, wir tun ich sollen beten. Und ich will auch mit dit Hilfe, dus dort beten an Gott. Wenn er möchte, dass wir nach Amore kommen, seine Welle und das ab ihr tun. Dass wir seine Welle tun. Und dass wir horchen an und dass wir mit unserem Gott, mit unserem Vater im Himmel reden. Ich möchte die Hand angesparen von dir. Wenn du nicht gut bist und bloß jetzt de Bänkje warm te houden, dat is niet genoeg. We zullen beden, we zullen Janem vergeven, zoals du was haben, dat Gott die vergeven zal. Wenn du dat was haben, dat sagt Gott, so soll wie andere Menschen vergeven. Gott möchte, dass
wir naar hem komen worden en dat we ons worden beugen voor hem en dat we hem worden eren, dat we worden hem loben und preisen, dat we worden vrouwen Christen zijn, Gott seine Kinder und für Jesus, euer doen ik gestorben. Wanneer wir im Himmel sind, dann wollen wir mit ihm sein. Da wird meist goed komen. Bist du bereit, Jesus zu begegnen, von der aus du bist? Du doch nur Gott beten. Du ihm doch dein Leben geben, du ihm nur folgen. Sei ihm, was du auf Harte hast, sei ihm, dass du am Leben bist und dass du so dankbar bist, dass er dein Gott ist. Hab noch einen schönen Tag in einen Sehen mit unserem Gott, jeder Minute und jeder Stunde im Tag.